Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin auf der Spielwarenmesse hier am Stand der Firma Smartivity. Smart Activity ist der Ursprung, das ist ein indisches Unternehmen und die haben einige Holzexperimentierbaukästen gebaut, unter anderem einen Pinball, der hier einiges an Action verspricht. Und das schauen wir uns jetzt hier mal in aller Ruhe an. Da gibt es ein Katapult. Oh, und dann schießen die dann nach oben. Wenn man die abgeschossen hat. Und dann zeige ich hier vielleicht mal nochmal im Einzelnen, wenn man hier durchtrifft, dann kann man hier auslösen oder wenn man hier durchtrifft an der Stelle und dann wird hier gezählt, dass es hier die nächsten 10 Punkte gibt. Jetzt kommt die nächste Kugel von hier, dann geht es hier wieder rein und dann geht es hier rein und hier eben auch, wenn man Hindernisse trifft, dann werden hier die kleinen Bälle runtergespielt und dann haben wir hier 5 Punkte, 10 Punkte. Also eine analoge Digitalanzeige ist eigentlich ganz lustig, dass das tatsächlich hier so funktioniert. Und das Ganze ist hier ein Baukasten mit insgesamt 172 Teilen. Aus MDF-Platten ist der gefertigt mit 3 mm Stärke gelasert. Und das Anleitung ist hier relativ übersichtlich so gemacht mit Bildern, selbsterklärend eigentlich alles, wie man das bauen kann. Also auch für Kinder kein Problem. Und dann ist hier so ein Experimentierteil, wo gezeigt wird, wie diese Funktionen funktionieren in der Physik. Das Ganze ist momentan hier noch in Englisch, wird mit Sicherheit irgendwann dann mal, wenn es am deutschen Markt erhältlich ist, auch in Deutsch kommen. Und man sieht hier eben, wie so diese Hindernisgerätschaften bei diesen Flippern funktionieren, wie das mit den Targets funktioniert und wie das hier jetzt ist, wie man zusätzlichen Ball oder das Katapult auslöst. Und hier nochmal der Flipperarm, der hat hier eine Feder oder besser gesagt einen Gummiring als Feder und der ist hier dann der Widerstand und dann kann man hier tatsächlich ziehen und hier ist der zweite und dann ist hier die Launch-Einheit, mit der man dann die Kugel abschießen kann. Das ist international schon erhältlich. Die Firma Smartivity ist seit 2015 am Markt, seit etwa 5 Jahren in Europa. Da allerdings hauptsächlich Italien, Spanien, ein paar andere Länder. In Deutschland kennt sie wohl wahrscheinlich noch keiner. Und das ist jetzt hier ein neues Set, das nennt sich Minigolf. Da kann ich die Golfkugel hier auflegen, kann hier dann einstellen, in welches Ziel ich gehen will. Und dann kann ich versuchen, ob ich es treffe und kann dann eben hier das entsprechend abschießen. Ich gehe dann hier auf das Hindernis Nummer 1 und schieße und treffe jetzt rein. Oder wenn ich jetzt hier beispielsweise auf das Loch Nummer 8 gehen will, kann ich hier die 8 einstellen und kann dann schauen, ob ich dann da über die Brücke drüber komme und tatsächlich dann hier das Ziel erreichen kann. Oder in dem Falle eben auch, dann fließt er eben hier rein. Auch das ist aus MDF, allerdings schon farbig bedruckt, damit es ein bisschen farbenfroher ist. Das ist ein kleines Set, das hat 44 Teile nur, ist also relativ schnell gebaut. Ist wahrscheinlich auch so eher als Mitbringsel gedacht. Dann haben wir hier so kleinere Sets auch, einen kleinen Rennwagen mit Katapult, der dann hier gespannt wird und dann kann er hier abgeschossen werden als Katapulteffekt, als eine Startrampe quasi. Und dann schießt er hier los. Dann das nächste Experiment, das ist jetzt hier mit Wasser, wird dann hydraulisch über die Pumpe, über diese Spritze, wird dann der Gabelstapler angehoben und abgesenkt. Wird also auch dieser ganze Gabelstapler aus MDF-Platten gebaut, die schon per Laser vorgeschnitten sind und dann eben entsprechend hier zusammengebaut. Ohne Klebstoff funktioniert das alles. Dann haben wir hier noch ein Papierfliegerkatapult. Auch das ist eine lustige Geschichte, bei der ich wahrscheinlich auch den Winkel einstellen kann, wieder mit Hydraulik. Und dann kann ich hier abschießen und kann dann tatsächlich einen Papierflieger starten lassen. Ganz interessant, weil es fast so ein bisschen wissenschaftlich interessant auch ist, das ist jetzt hier die mechanische Hand als Baukasten, bei der ich dann hier tatsächlich mit meinen 4 normalen Fingern und hier mit dem Daumen einfädle. Und dann kann ich hier tatsächlich diese Hand
greifen und kann tatsächlich Gegenstände greifen. Kann dann hier irgendwas in die Hand nehmen und kann das dann tatsächlich hier durch die Gegend tragen und wieder absetzen. Und diese mechanische Hand besteht aus 191 Teilen und ist irgendwo so eine Mischung aus Physik und Experiment. Und toll, ich habe es selber auch schon ausprobiert, aber hier fürs Video ist es besser, dass es jemand anderer in der Hand hat zu zeigen. Und jetzt so abschließend noch, gibt es hier noch einen analogen Computer, sage ich jetzt mal, eine Spieluhr oder eine Musikbox, wie man es so kennt, mit Lochkarten normal. Und da wird es dann eben hier mit Pins gemacht. Da kann ich diese Pins rausziehen und kann die an eine andere Stelle schieben und kann dann hier verschiedene Töne abspielen. Ich habe hier 8 verschiedene Töne für diese 8 Xylophonbalken und kann dann die hier einzeln durchs Kurbeln auslösen. Und das sind 32 Musikschritte, die hier bei diesem Instrument der Reihe nach abgespielt werden. Endlos läuft das dann halt weiter. Und die Musikmaschine hat 117 Teile. Gummiringe stabilisieren das Ganze. Man braucht auch keinen Klebstoff. Es ist relativ einfach auch zusammengebaut. Das war jetzt ein schöner Abschluss hier bei Smartivity. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, mal diese Neuheiten hier von der Spielwarenmesse anzuschauen. Und ich verabschiede mich, sage Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.